Herzlich willkommen. Wir sind hier bei Faces und Forbes Luxury Summit im Dolder und bei mir ist Etzki Sina. Herzlich willkommen. Hallo. Hoi. Kannst du dich schnell vorstellen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wer du bist und was du genau machst? Also ich bin Etzki Sina, ich lebe in Zürich. Ich bin Kreativdirektorin von meinem eigenen Label, das unter dem gleichen Namen läuft wie ich, Etzki Sina. Ja, that's what I do. Was bedeutet für dich Luxus in der Modeindustrie? Also jetzt für mich persönlich, meinst du? Qualität, Exklusivität, Heritage. Ich lege einen grossen Wert auf Kulturerbe. Ich finde das schön, wenn man das in die Modewelt kann mit einführen kann und dass das vor allem auch erhalten bleibt in der Mode. Das ist so, die 3 Punkte, würde ich sagen, sind so die grössten, was für mich jetzt persönlich würde bedeuten, Luxus. Wenn man so ein bisschen deine Anfänge anschaut oder einfach generell das Leben, man wird ja nicht einfach Creative Director, man wird dann nicht plötzlich in einer Modebranche gross. Wie hat das angefangen? Vielleicht auch schon, ist das etwas gewesen, was dich schon in deiner Kindheit immer bewegt hat? Man wird im Fall einfach so Creative Director. Ja, ich empfinde das so. Ich habe auch oft Fragen, weißt, von jungen Leuten, die mir dann so auch sagen, hey, ich möchte unbedingt lernen, kreativ werden. Man kann nicht lernen, kreativ zu werden. Das ist wirklich, ich glaube daran, das ist eine Gabe, die man mitbekommt. Und ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, dass ich diese Gabe ausleben darf. Was ich aber finde, ja, also eine Ausbildung ist ganz wichtig. Man kann natürlich eine Kunstschule besuchen, man kann dort gewisse Handwerke lernen, die wichtig sind. Man kann die Technik lernen, aber kreativ werden lernen, das glaube ich nicht. Also, das ist aber meine persönliche Einstellung. Ich weiss, es gibt Leute, die das anders denken, die finden, ja, je mehr dass du halt machst, kommst du Übung über und irgendwann mal funktioniert und fließt. Ich glaube, die Gabe als erstes muss da sein, dass du das kannst machen. Und weißt, ich wollte in der Fashionbranche arbeiten, schon seit ich denken kann. Ich kann über Kleider geredet, bevor ich wahrscheinlich noch gewusst habe, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Es ist so. Nein, bevor ich gewusst habe, dass das ein riesen Multikonzerne Geschäft ist, wo man eigentlich gut davon auch leben kann, oder? Das ist ich habe mich als Kind schon gerne verkleidet. Also es ist irgendwie wie so natürlich eigentlich zu dem entstanden, wo ich dann gewusst habe, man kann Kleider designen, man kann damit andere Leute bekleiden. Dann hat sich das irgendwie wie natürlich entwickelt zu dem Weg, wo ich dann gegangen bin schlussendlich. Woher holst du denn auch ein bisschen die Inspiration für alle deine Kollektionen? Von meinem Leben. Also mein kompletter Etzki Sina ist eigentlich ich als Person Etzki Sina. Das ist seit dem Tag 1 so. Ich vermute, es wird so bleiben. Das weiss ich nicht, was in 5 Jahren ist. Ich denke nicht so in diesen 5-Jahres-Skalen. Aber die grösste Inspiration ist eigentlich von meinen Erlebnissen. Was ich möchte, was ich sehe, was mir wichtig ist, das wird in die Kollektion eigentlich rein transferiert. Du machst sehr exklusive Mode. Und erreichst damit auch unglaubliches Publikum. Also zum Beispiel die Madonna oder die Lady Gaga haben schon ein Stück von dir getragen. Wie kommt man als Schweizerin zu solchen Kontakten, die einfach die ganze Welt nachher anschauen? Ich glaube, in erster Linie, du musst es wählen. Mit dem fängt es wirklich an. Ich kann es wählen. Ich habe wirklich gesagt, als ich das Label gegründet habe, ich habe gesagt, in einem Jahr wollte ich den Big Shot Celebrity einreissen. Und dann, sobald du den Wunsch hast, sobald du den Gedanken hast, ich lasse dann das gehen und dann versuche ich weit wegzufinden, wie komme ich dort hin. Und ich habe gewusst, ich meine, die meisten Celebrities sind in L.A. Okay, es war wie so logisch gewesen. Ich muss auf L.A. Okay, ich bin in L.A., aber ich kenne ja niemanden dort. Also du fängst dann sowieso an, dir Gedanken darüber zu machen, wie komme ich zu dem Ding? Wo gibt es Wege? Wo kann ich hingehen, um dort hinzukommen? Und für mich ist es einfach das Einfachste, ich bin dort hingegangen und dann haben wir einfach die beste PR-Agentur zugetan und habe mich einfach allen vorstellen lassen. Und klar, weißt, Kontakte helfen, aber sie müssen dich auch noch mögen. Also, es hilft nicht viel, dass jemand dir den Stylist von Madonna vorstellt. Also, nein, Moment, doch. Es hilft viel, aber dass es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, da musst du in erster Linie als Person eigentlich überzeugen. Es klingt jetzt recht schlimm und nachher dein Produkt. Also, sie könnte dich noch so lässig finden, wenn dein Produkt
gut ist, dann wird es schwierig, oder? Also, nur mit dem, dass sie dich mögen, geht aber auch nicht. Darum sage ich immer, hey, schau, du musst wirklich Erfolg haben, du musst sehr ein offener Mensch sein, kommunikativ sein und dann Talent. Also ohne Talent geht es wirklich nicht. Ich weiss, es gibt wahnsinnig viele Leute, die mit wenig Talent auch viel erreichen können. Aber das wäre jetzt nicht das Richtige für mich gewesen. Mir ist es irgendwie, ich finde es auch schön, dass ich einen Beruf ausüben darf, wo ich talentiert bin, weil das mir das Gefühl gibt, ich arbeite gar nicht. Es ist so, ich stehe am Morgen nicht auf und denke, oh, jetzt muss ich arbeiten. Es ist so wie, ich mache es dann einfach, weil es ist einfach eigentlich mega cool und lässig, was ich mache. Es, ja. Jetzt, eben gerade, wenn du das so anschaust, der Impact, den das gehabt hat, natürlich, dass du die Lady Gaga zum Beispiel hast können einkleiden. Wie hat sich das vielleicht auch geäussert jetzt gerade für deine Marke? Ehrlich gesagt ist der Job dort mir wahnsinnig gelegen gekommen, weil der Musikclip von ihr ist ja an dem Tag rausgekommen, wo sozusagen Covid kommuniziert worden ist. Ah, ja. Ja, es ist so gerade so irgendwie, oder? Das ganze Welt ist still geblieben. Für ein Fashion-Label wie Mina, wo relativ jung ist, eigentlich der Tod, oder? Weil es bleibt einfach mal alles stehen und der letzte Hinterding ist, dass Leute eigentlich Geld ausgeben für Kleider. Dank dem, dass sie es angehört hat, habe ich 40 Interviews gegeben. Wow. Also ich bin überall drin gewesen. Und ich habe auch gemerkt, die Leute haben dann neben dem Covid noch eine andere Unterhaltung wollen. Und das hat mir sehr zugespielt, oder? Und, es hat mir ein sehr grosses Ansehen gebracht, eine recht grosse Reichweite. Ich meine, weißt, wenn du im ID-Magazin und so kannst drin sein, dann ist das mega cool. Und ich weiss nicht, ob ich den Impact gehabt hätte, wenn jetzt zum Beispiel Covid nicht passiert wäre. Ich weiss nicht, ob ich 40 Interviews gegeben hätte. Es ist so, nicht weil ich es nicht hätte wollen, sondern sehr wahrscheinlich, weil die Thematik dann sich so schnell verlaufen hätte. Aber es ist ja nichts passiert. Also, das, was passiert ist, haben einfach die ganze Presse aufgenommen und haben es einfach so umgecatcht, bis es nicht mehr gegangen ist. Von dem habe ich profitiert. Und gleich, trotz deiner ganzen Reichweite, möchtest du ja gleich, dass dein Brand exklusiv bleibt. Ja. Wie schaffst du da, den Spagat zu machen? Um den vielleicht eben nicht dann plötzlich der ganzen Masse eigentlich zugänglich zu machen? Also 80% von unseren Produkten ist eigentlich made to order. Das heisst, es wird nur produziert, wenn es bestellt worden ist. Das ist ja schon mal eine Exklusivität. Es hat auch einen gewissen Preisrange, den nicht jeder anspricht. Ich habe, wie gesagt, recht einen hohen Qualitätsanspruch und die Qualität kostet Geld. Und wieso wir es auf Made-to-Order-Base machen, ist, ich gebe mir wahnsinnig Mühe, so sustainable wie möglich zu sein. Was ich aber nicht möchte, ich möchte nicht Greenwashing betreiben. Ich möchte nicht sagen, hey, mein Label ist sustainable, weil ich arbeite in der Fashion-Branche. Die Fashion-Branche ist einer der grössten Umweltverschmutzer, das sage ich. Ich verdiene mein Geld damit. Und was ich aber versuche, ist, ich bemühe mich. Ich versuche, dort, wo es möglich ist, die Umweltverschmutzung zu minimieren. Und die grösste Umweltverschmutzung für mich persönlich ist in der Modebranche Overproduction. Und das möchte ich auf gar keinen Fall mit meinem Label. Ich möchte nicht Müll produzieren, wo dann irgendwie 3000 Mal produziert wird, 1000 davon wird verkauft und 2000 landet dann irgendwo im Afrika auf dem Müll. Es ist so, das möchte ich nicht. Und darum eigentlich der Hochqualitätsanspruch, darum eher ein zeitloses Design. Also ich bin sehr modern, aber nichtsdestotrotz zeitlos. Also all meine Sachen, die ich heute kreiert habe, kannst du in 2 Jahren nochmal anziehen, kombinieren mit den neuen Kollektionen. Ich achte mich darauf, dass alles miteinander immer wieder neu ist, aber doch kombinierbar ist, dass es nicht wegwerfbar ist. Und wenn du halt eine Qualität bietest, die nicht nach dem 3. Mal waschen oder nach dem 3. Mal anziehen kaputt geht, behalten die Leute das auch, oder? Sie rühren es dann auch nicht weg. Und wenn sie es nicht behalten wollen, weil sie eine von diesen Fashion Girls ist, die es zwar nur einmal anziehen will, du kannst es wieder verkaufen, weil es stimmt noch, oder? Es ist noch schön, du kannst es wenigstens verkaufen. Also kann ich mit dem guten Gewissen sagen, okay, auch wenn es jetzt eine von diesen Kundinnen ist, die das nur einmal wird anziehen, es wird nicht weggerührt.
Vielleicht noch die letzte Frage. Jetzt trotzdem, wie du sagst, oder du kreierst zeitlose Designs und trotzdem, klar, Trends gehen auch nicht an dir vorbei. Nein. Und eben genau auch Trends aus der Branche raus. Das heisst nicht unbedingt nur im Design. Was ist etwas, wo du im Moment vielleicht auch anschaust? Ist es vielleicht AI, wo jetzt auch natürlich in das Ganze reinspielt? Oder was beobachtest du? Also ich arbeite ja auch sonst als Artdirektorin. Sicher, ich bin daran interessiert, ich verfolge das, ich höre es an. Ich habe 2-3 Projekte gemacht, die mit dem zu tun haben. Aber ich bin allgemein offen, alles was kreativ ist. Das heisst aber nicht, dass ich es in meinen Brand hineinlaufen lasse. Ich schaue es mir gerne zuerst privat an, ich interessiere mich dafür, ich mache 2-3 Projekte. Nebst meinem Brand mache ich 2-3 Projekte. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, der Zeitpunkt stimmt, das passt jetzt gerade zu dieser Kollektion, tue ich dann das gerne in den Brand hineinfliessen lassen. Das heisst, aber du darfst nicht bei jedem Zug mit aufspringen, wenn du einen Brand erfolgreich über lange Zeit aufbauen willst. Das funktioniert nicht. Das heisst, es wird niemals jetzt gibt Gina X AI Kollektion geben? Also meinst du etwas, das man gar nicht kann wirklich anziehen kann, sondern eigentlich nur online an sich kann anziehen? Nein, oder wo du designt hast mit Hilfe von AI zum Beispiel? Nein, das wird es ganz sicher nicht geben. Ich zeichne ja nicht einmal. Also ich habe schon lange aufgehört zu zeichnen. Das ist, ich habe früher immer so Zeichnungen gemacht und dann habe ich es im Atelier gegeben und dann, bis der Sample fertig war, jetzt ist irgendwie 3 Wochen gegangen, weil es ist viel zu kompliziert. Ich tue ehrlich gesagt lieber mit Moodboards arbeiten. Ich zeige ihnen, was eigentlich die Gesamtidee der Kollektion ist. Ich tue ihnen die Stoffe anlegen. Ich sage ihnen genau, welche Nähte ich an welchem Ding möchte haben. Und so arbeiten wir dann eigentlich weiter. Weil wenn ich ihm nur eine Zeichnung gebe von einem Kleid, das langt nicht. Das ist, das kann sich ein Atelierleiter, oder Atelierleiter oder ein Schneider, der kann nicht in mich hineindenken, wie ich jetzt genau das so will. Und mir ist die Geschwindigkeit relativ wichtig, weil wir ein Made-to-Order-Brand sind. Normalerweise ein Made-to-Order-Produkt geht 3 Monate, bei mir geht es 3 Wochen. Also, das liegt aber nur daran, weil ich meine Arbeitsgänge so vereinfacht habe und die gleiche Sprache rede wie mit den Leuten im Atelier, dass es einfach schneller geht. Ich meine, ich kann eine ganze Kollektion, wenn es jetzt müsste sie in 2 Wochen anstellen. Das können ganz, ganz wenig Brands. Darum, wenn ich das würde machen, ich sage niemals nie, wenn ich das würde machen, würde ich das für Fun machen. Ich würde das nicht machen, weil ich das Gefühl habe, das bringt mein Brand jetzt ein bisschen weiter und das vereinfacht meinen Arbeitsprozess. Es wäre eigentlich aus reinem privaten Interesse und dann will ich es cool finde, jetzt das im Moment zu machen. Danke vielmals für die Einblick in das ganz Persönliche. Ja, es war schön, dass du da warst. Danke.